Moin Leute, ich bin's wieder, euer Sultan mit einem neuen Video zu The Walking Dead Survivors und wir nehmen uns heute die Fahrzeugmodifikationen vor. Wie kannst du die Modifikation erhalten? Was ändert sich? Was für Buffs bekommst du? Das gehen wir alles in diesem Video durch. Und ihr seht schon im Hintergrund, ich habe Gameplay. Ja, wir schauen uns mal das Video an und zwar zeigt das Video, wie du die Modifikation bekommst und was du dafür benötigst. Wir schauen mal hier rein und zwar gibt es das in der Garage, also in der Autowerkstatt. Und wir stoppen mal ganz kurz. Und hier siehst du einen neuen Button, und zwar Modifikation. Tippst du einmal da drauf, so, siehst du einmal links das Original, ne, mit dem grünen Rahmen, und einmal rechts Firebolt. Das ist das mit dem blauen Rahmen, die Modifikation. Ich werde es euch noch später im Video zeigen. Ihr könnt, wenn ihr jetzt ein Fahrzeug schon besitzt, ne, sei es der Stachel, sei es der Kampf-LKW oder der Schulbus oder das Wohnmobil, wenn ihr jetzt hier unten rechts auf Upgraden rauftippt, dann erhöhen sich die Werte und diese Werte zählen schon. Das zeige ich euch aber nachher. Um natürlich die Modifikation freizuschalten, brauchst du Tokens. Na, wir gehen mal weiter. Und zwar brauchst du akkurat 500 Tokens. Wo bekommst du diese Tokens her? Im Event kulminatives Auffüllen. So ist es in der Vergangenheit immer gewesen. Es kann sich natürlich auch ändern. Und in diesem Event musst du bis zu 10.000 Rubine kaufen. Ja, und wenn du diese 10.000 Rubine gekauft hast, kannst du die Belohnungen einsammeln und auch deine ersten 500 Tokens. Diese Tokens verschwinden nach diesem Event nicht. Das heißt, die bleiben in eurem Inventar. Diese Tokens könnt ihr nehmen, um die Modifikation zu kaufen. Ja, hier im Hintergrund seht ihr das Wattfahrzeug, die Modifikation wird gekauft. Da ist es. Hooray! Okay, und jetzt seht ihr, kann man diese Modifikation auch aufleveln. Diese Modifikation oder das Aufleveln gibt euch verschiedene Buffs. Ja, einige Fahrzeuge haben dieselben Buffs, es gibt aber auch Fahrzeuge, die haben mal mehr, mal weniger Buffs. Dann gibt es noch einen globalen Buff. Hier beim SWAT-Fahrzeug ist es zum Beispiel Angriff aller Kämpfer plus 3% auf Maximum. Wie gesagt, ihr levelt alles auf mit den Fahrzeugmaterialien. Gut, eigentlich sollte es so sein, dass du nach dem Kauf, dass der Aktivieren-Button, der müsste jetzt eigentlich grün sein. Ja, hier ist er jetzt grau. Das ist wahrscheinlich ein Bug. Er hat das Spiel neu gestartet und nach dem Neustart war der Aktivierungsbutton grün. Das heißt, er konnte das aktivieren. Hier wird nochmal der Vintage Truck beschworen mit 500 Tokens. Ne, bei ihm genau das gleiche. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt in meine HUD rein, ja, in meinen Account und dann zeige ich euch das nochmal genauer. So, wie ihr seht, sind wir jetzt in meinem Account. Und wir gehen jetzt mal in die Autowerkstatt rein. Dann tippen wir auf Verbessern. Und ich habe jetzt derzeit den Oldtimer LKW. Okay, passt auf. Karosserie, das kennt ihr, ist normales Aufleveln des Levels des Fahrzeugs. Außenseite sind eure ganzen normalen Buffs. Die Leistungen sind die extra Buffs, ja, die Attribute. Und die Modifikation, da seht ihr, ich bin da schon auf Level 19. Okay, jetzt müsst ihr aber aufpassen. Ihr seht Angriff der Formation, Verteidigung und Lebenspunkte. Wenn ihr auf Verbessern tippt, ich stehe jetzt aktuell bei Verteidigung der Formation im Fahrzeug. Ne, da seht ihr den grünen Pfeil. Ihr könnt euch das nicht aussuchen. Das heißt, immer wenn ihr Verbessern tippt, das seht ihr jetzt, passt auf, dann geht er auf Lebenspunkte. So. Wenn ich jetzt nochmal Verbessern tippe, dann geht er auf die Angriff der Formation im Fahrzeug. So. Das heißt, er geht immer runter, hoch, runter, hoch. Jetzt greife ich Streuner an. Nehmen wir mal hier 31er Streuner. So, die greifen wir mal an. So, Sofortformation. Ja, angreifen. Komm, wir beschleunigen das Ganze mal. Ich habe ja genügend. Zack. Sieg. Wir gehen ins Protokoll rein. So. Dann gehen wir auf die Attributenquelle, ganz wichtig. Jetzt sehen wir hier Angriff, Fahrzeug 119%, Verteidigung, Fahrzeug 119%, Lebenspunkte 124%. Das merken wir uns. Ja? Wie gesagt, ich habe hier keine Modifikation gekauft. Es ist alles so wie bei euch. Ja? Wir gehen wieder rauf, verbessern, Modifikation. Und jetzt verbessern wir mal jedes Attribut einmal. So, 1, 2, 3. So, wir gehen wieder zurück, suchen uns wieder einen 31er Streuner raus, greifen diesen an. Nein, nicht mit der. Aber 8 Sekunden noch. Sorry, wir müssen mal 8 Sekunden warten. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zack, Sofortformation und dann marschieren wir. Das dauert mir zu lange. Ich beschleunige wieder. So,
4, 3, 2, 1. Zack. Gucken uns den Bericht jetzt an. Ne, wir gucken nochmal den alten an, damit wir nochmal den Vergleich haben. So, wie gesagt, Fahrzeug, Angriff 119, Verteidigung 119, Lebenspunkte 124. So, jetzt gehen wir in den neuen Bericht rein. So, Attributenquelle. Und sehen Angriff 120, Verteidigung 120 und Lebenspunkte 125. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr euer Fahrzeug, was ihr in der Formation 1 drin habt, wenn ihr das auf Maximum habt, ja, dann könnt ihr schon damit beginnen, das Fahrzeug unter dem Button Modifikation zu verbessern. Tippt ihr auf die Attribute der Modifikation, seht ihr, welche Buffs ihr aktuell habt. Bei mir wären das 10%. Lebenspunkte aller Kämpfer global auch nochmal 1%. Modifikation aller Fahrzeuge. Und zwar heißt das, wenn du jetzt mehrere Skins hast, müsste sich die Attributenquelle, also der Attribut, der hier unten steht, müsste sich stacken. Ja, wenn du jetzt beim SWAT-Fahrzeug 3% Angriff hast und du hast einen anderen Skin von einem anderen Fahrzeug, müsste er dann auf 6% gehen. Wir gehen nochmal auf den Oldtimer-LKW. Gehen auf roter Aufprall. So, okay. Wie gesagt, also, ihr könnt eure Fahrzeuge jetzt schon aufleveln. Die Materialien sind die ganz normalen Materialien vom Fahrzeug, die ihr benötigt, um das Fahrzeug aufzuleveln. Ich weiß, sie sind schwer zu erhalten, aber vielleicht gibt es irgendwann mal die Möglichkeit, dass man mal mehr bekommt. Die Modifikation allgemein schaltet ihr frei mit den 500 Tokens. Ne? Ihr kauft das und dann könnt ihr auch switchen. Der Buff, den ihr hier auflevelt, der ist aktiv. Ja, weil euer Fahrzeug ist in der Formation drinne, das heißt, das Fahrzeug wird genutzt, also ist es auch aktiv. Habt ihr denn die Modifikation, ist es ja auch so, dass das aktiv ist und ja, ihr könnt fleißig aufleveln. Ne? Aber wie gesagt, man muss erstmal 10.000 Rubine kaufen. Also, wie gesagt, merkt euch, links das Original könnt ihr schon aufleveln, das zählt, das haben wir gesehen. Rechts der Skin, ne, roter Aufprall, die Modifikation. Das ist nicht aktiv, das ist nur aktiv, wenn ihr das mit Tokens kauft. Wenn ihr das mit Tokens gekauft habt, könnt ihr das auch nochmal aufleveln. Ja? Auch mit Materialien wie ganz normal, wenn ihr ein Fahrzeug auflevelt. Also links das Original, aufleveln, rechts Tokens kaufen, ja, oder besorgen, freischalten, aktivieren, aufleveln. Ja? Und so kriegt ihr richtig viele und richtig gute Buffs. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zocken und viel Spaß beim Ausprobieren. Ihr könnt ja, wie gesagt, auch mal eure Fahrzeuge aufleveln. Dann macht ihr mal einen Vorher-Nachher-Test und dann werdet ihr sehen, oh, das funktioniert, es ist alles reibungslos, ohne Fehler. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal das Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Soulteye.